Jetzt dauert's nicht mehr lang. Am 24. Mai, am Donnerstag, startet Solo in den deutschen Kinos. Eins ist klar, der Hype um den Film ist lange nicht vergleichbar mit Star Wars Filmen wie Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi oder Rogue One. Die Star Wars Fans spalten sich immer mehr in zwei Lager auf. Auf der einen Seite gibt es die, die kein Problem damit haben, dass Disney und Lucasfilm das Franchise immer weiter ausschlachten und einen Film nach dem anderen rausbringen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Kritiker, die Disney vorwerfen, das gesamte Star Wars Universum zu zerstören. Auf welcher Seite auch immer man steht, gab es durchaus einige Dinge, die im Vorfeld gegen Solo gesprochen haben. Die sehr talentierten Lego Movie und 21 und 22 Jump Street Macher Chris Miller und Phil Lord, die wurden vom Projekt entfernt oder sind gegangen, das ist nicht genau klar. Und der Altmeister Ron Howard wurde engagiert, der dann sogar 80% des Films neu gedreht haben soll. Das ist der Mann, der bereits vor 2 Jahrzehnten gefragt wurde, ob er sich nicht für Episode 1 auf den Regiestuhl setzen möchte und damals noch abgesagt hat. Dann wurden Gerüchte laut, dass man nicht zufrieden mit der schauspielerischen Leistung von Han Solo-Darsteller Alden Ehrenreich war und so wurde ein Schauspielcoach engagiert. Zudem gab es viele, die riefen, dass ein so mysteriöser Charakter wie Han Solo eigentlich doch gar kein Prequel braucht. So oder so, ich habe den Film bereits gesehen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Mir ist schon klar, dass ich sehr, sehr vorsichtig sein muss mit der Handlung. Viele wollen ja wirklich gar nichts darüber wissen, daher möchte ich die Handlung auch gar nicht wirklich zusammenfassen. Es geht nun einmal darum, wie Han Solo zu dem selbstbewussten Schmuggler wurde, den wir in Eine neue Hoffnung kennen und lieben gelernt haben, aber auch altbekannte Helden wie Chewbacca und Lando und auch neue Figuren wie Qi'ra sind mit von der Partie. Solo ist der neueste Ableger in der Anthologies-Reihe von Lucasfilm. Darin sollen Geschichten aus dem Star Wars-Universum erzählt werden, die nicht an die Haupthandlung anschließen, sondern neue oder auch altbekannte Welten und Figuren durchleuchten. So gibt es auch in Solo wieder einige neue Planeten und Spezies zu sehen. Diese Welten und neuen Figuren sind derart liebenswürdig und interessant, dass auch in Solo hin und wieder echtes Star Wars-Feeling aufkommt, denn es gibt überraschend viel Positives über diesen Film zu erzählen. Zunächst möchte ich vorneweg über Industrial Light and Magic sprechen. Das ist die Special Effects Firma, die von George Lucas in den 70ern für Krieg der Sterne gegründet wurde. Noch heute gilt die Firma als absoluter Spitzenspieler, wenn es um Spezialeffekte geht. In Solo haben sie sich definitiv ein weiteres Mal selbst übertroffen. Die Spezialeffekte sehen allesamt mehr als nur überzeugend aus. Auch wenn das CGI stellenweise etwas zu sehr auf die Tube drückt und ein bisschen übertrieben ist, dennoch muss man einfach sagen, dass der Film über weite Strecken großartig aussieht. Auch wenn viele der Bilder recht dunkel, nüchtern und monochromatisch gehalten sind, tut das dem Filmgenuss überhaupt keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Es kommt eher sogar dieses Scum, dieses kriminellen Gefühl von Star Wars auf. Und auch die Action macht über die meisten Teile des Films Spaß, da vieles in Totalen gezeigt wird, mit nur ganz wenig Shaky Cam, um kleine Tricks zu verdecken. Dafür gibt es unheimlich dynamische Kamerafahrten, gerade in den Kämpfen, und so wird der Film gerade in seinen vielen Action-Szenen zu einem richtigen Spektakel. Es macht mir wirklich sehr, sehr große Freude zu sehen, dass ein Film nicht unbedingt wie das Bourne-Ultimatum geschnitten sein muss, ein Blockbuster, um so mitreißende Action zu überzeugen. Und das meine ich mit den Totalen. Man sieht alles im Großen und Ganzen, man verliert nie den Überblick und das macht wirklich eine Menge Spaß. So schwingt sich der Film auch tatsächlich von Actionsequenz zu Actionsequenz, denn im Großen und Ganzen ist es eine sehr actiongeladene Star Wars Story, die trotzdem eigentlich über die meiste Zeit fesselt. Sie wurde von den Kasdans geschrieben, zum einen von Lawrence Kasdan, der wohl wichtigsten Person im Star Wars Universum der Zeit. So hat der Mann Episode 5, Episode 6 und auch Episode 7, Das Erwachen der Macht, geschrieben und ist derzeit der zentrale Kopf bei Lucasfilm, wenn es um das Inhaltliche geht. Zum anderen stammt der Film aber auch aus der Feder von Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdans 39-jährigem Sohn, der auch schon seit vielen Jahren in der Filmbranche arbeitet und zum ersten Mal an einem Star Wars Film mitgeschrieben hat. Solo ist ein Herzensprojekt von Lawrence Kasdan. Schon seit vielen Jahren drängt er danach, dass seine Idee realisiert wird. Lucasfilm unter der Leitung von Produzentin Kathleen Kennedy ist dem jetzt endlich nachgekommen. Von daher ist es eigentlich völlig unangebracht, in diesem Film Disney zu kritisieren, die angeblich die Filme verhunzen würden. So bauen die Kasdans das Universum von Star Wars noch weiter aus. Wer sich ein bisschen in den Star Wars Legends auskennt, dem wird Corellia schon ein Begriff sein. Das ist der Heimatplanet von Han Solo.
und übrigens auch von Meisterpilot Wedge Antilles. Und das erste Schiff, das man den Krieg der Sterne gesehen hat, ist eine corellianische Korvette. Corellia ist der wichtigste Planet im corellianischen Sonnensystem und ist ähnlich wie Tatooine ein zentraler Planet für sämtliche Scum, für Schmuggler, für Verbrecher und Piraten. Mitten in diese Welt wird man als Zuschauer hineingeworfen und man erfährt sehr viel darüber, aus welcher Ecke der Galaxie Han Solo eigentlich entsprungen ist. George Lucas plante vor Jahren schon in Episode 3 Han Solo als Kind einzuführen. Chewbacca sollte nämlich auf Kashyyyk Obi-Wan Kenobi dabei helfen, General Grievous ausfindig zu machen, und da war geplant, dass Chewie Han Solos Ziehvater ist. Diese Szene hat es aber nie in den Film geschafft und so wurde das Leben von Han Solo nochmal kräftig umgeschrieben. Im Laufe der Handlung von Solo findet man aber auch heraus, auf welche Weise sich die Propagandamaschinerie des Imperiums durch die Galaxie zieht, und etliche Elemente, die man aus Star Wars so kennt, die werden wieder und wieder und wieder aufgegriffen. Letzten Endes ist es aber nicht nur eine Origins-Geschichte über Han, sondern auch über Figuren wie Lando und Chewie, die werden halt auch vorgestellt. Chewbaccas eigene Hintergrundgeschichte bleibt etwas auf der Strecke, dafür sind sämtliche Nebenfiguren überaus interessant und wundervoll gecastet worden. Chewbacca wurde zum zweiten Mal nicht von Peter Mayhew gespielt, sondern von einem jungen Finnen namens Jonas Suotamo, dem neuen Chewbacca. Das ist wunderbar gecastet, denn dieser Chewie ist genau der Wookiee, den wir schätzen und lieben, nur eben jünger und dynamischer und kräftiger. Das passt einfach sehr gut. Peter Mayhew hätte hier einfach nicht die Körperlichkeit hineinbringen können, vermute ich, die der Finne hineinbringt. Donald Glover ist ebenfalls ein perfekter Lando Calrissian. Alles, was Donald Glover anfasst, wird zu Gold. Ob seine eigene Comedy-Serie Atlanta, seine Rap-Songs unter dem Künstlernamen Childish Gambino oder die Tatsache, dass jetzt angeblich ein Lando-Spin-Off kommen soll. Man kann davon halten, was man will, man muss aber neidlos anerkennen, dass Donald Glover ein fantastischer Schauspieler ist, der den späteren Baron-Administrator der Wolkenstadt auf Bespin mit Bravour verkörpert und genau zu dem Lando passt, der Lando später ist. Aber auch die neuen Figuren brauchen sich nicht zu verstecken. Woody Harrelson ist Woody Harrelson. Der Mann braucht sich einfach nur vor die Kamera zu stellen und schafft es mit seiner Persönlichkeit zum geheimen Star des Films zu werden. Der Typ ist einfach wahnsinnig einnehmend. Und Paul Bettany, über den möchte ich gar nicht so viel verraten, aber auch der ist eine wahnsinnig interessante Figur, die sehr, 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 sehr gut gespielt ist. Aber Alper, du blöder Penner, was ist denn mit Alden Ehrenreich, möchtet ihr jetzt bestimmt sagen? Das ist doch der Typ, der Han Solo spielt. Nun ja, damit kommen wir zu den Dingen des Films, die mich davon abgehalten haben, eine uneingeschränkte Empfehlung auszusprechen. Es gibt nämlich einige Aspekte an diesem Film, die meiner Meinung nach misslungen sind. Die kritischsten Star Wars-Fans unter uns werden diese Aspekte derart übel aufstoßen, dass sie den Film nicht genießen werden können. Alden Ehrenreich ist dabei der wahrscheinlich größte Knackpunkt. Es ist zu keinem Zeitpunkt wirklich glaubwürdig, dass dieser Han Solo eines Tages zu dem Schmuggler wird, den wir ins Herz geschlossen haben. Das liegt daran, dass Ehrenreich nicht den Hauch des Charismas hat, den Harrison Ford auf die Leinwand bringen kann. Ich habe noch vor kurzem einen 2016er Fanfilm gesehen namens Han Solo, A Smuggler's Trade. Den könnt ihr übrigens in ganzer Länge kostenlos im Internet finden. Es ist bezeichnend, dass mir der Han Solo-Darsteller in dem Kurzfilm von Fans besser gefallen hat als in dieser Blockbuster-Produktion, und ich glaube, das hat auch einen Grund. Phil Lord und Chris Miller haben sich von Disney getrennt, weil sie sich nicht an das Drehbuch der Kasdans gehalten haben und immer wieder mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy in Streit geraten sind. Die beiden Regisseure wollten nämlich einen sehr viel lustigeren und improvisierteren Film machen als den, der jetzt ins Kino kommt. So wirkt es, als sei Alden Ehrenreich als lustiger Dummkopf ein Relikt des Lord Miller Films. Aber nicht nur der Schauspieler, sondern auch die Figurenentwicklung von Han möchte nicht so richtig passen, da er für diesen Film sehr liebenswürdig und sympathisch gestaltet wurde. Natürlich, er ist ja jetzt der große Protagonist. Dabei war Han gerade zu Beginn von Eine neue Hoffnung ein arroganter Söldnertyp, der durch seine kauzige und egoistische Art zum Publikumsliebling wurde. Der Han aus diesem Film wirkt eher wie der Han aus Rückkehr der Jedi-Ritter, der seine Entwicklung schon durchgemacht hat. So ist es schwer, die Verbindung zu ziehen von dem Han Solo aus Solo hin zu dem Han aus Eine neue Hoffnung. Es macht einfach keinen Sinn, dass der Han Solo aus diesem Film, aus dieser Origins-Geschichte seine Figurenentwicklung einfach schon durchgemacht hat. Das will einfach nicht passen, wenn ihr versteht, was ich meine.
Genau deswegen konnte ich mich mit dem Alden Ehrenreich Han Solo nicht wirklich anfreunden, egal wie oft mein persönlicher Held Harrison Ford Alden Ehrenreich lobt. Noch schlimmer war es mit dem brandneuen Droiden in diesem Film, L337, ja, Lied, sehr witzig. Das ist ein zickiger, feminin daherkommender Android, der die Situation hier und da auflockern soll und tatsächlich hin und wieder etwas Witziges sagt, mich aber im Großen und Ganzen wahnsinnig genervt hat. Emilia Clarke ist auf den ersten Blick sehr bezaubernd, aber ihr Schauspiel ist doch sehr limitiert, da sie kaum Varianz in ihrer Mimik und Gestik hat. Es ist einfach ein einziges Dauergrinsen und genervt war ich des Öfteren aber auch von der Handlungsentwicklung. Man muss Blockbuster-affin sein für diesen Film. Die Handlung rast von Action-Setpiece zu Action-Setpiece und viele konstruierte Schwierigkeiten, Hindernisse und Probleme hätten mit ein paar gesprochenen Worten verhindert werden können. So wird einfach keine Geschichte erzählt, die wirklich handfest ist und Substanz hat. Zu viel ist da aufgesetzt und zu hektisch erzählt. So gibt es natürlich auch die Szene, in der eine Figur an ihren Namen kommt. Ohne was zu spoilern, musste ich mir mit so einer Wucht die Hand an die Stirn rammen, dass es ein Wunder ist, dass ich noch lebe. Das war so unkreativ, dass jeder Grundschüler auf diese Idee gekommen wäre. Wer den 2015er Fantastic Four gesehen hat und sich an die Szene gegen Ende des Films erinnert, in der die 4 Superhelden sowas sagen wie „Irgendwie war das schon ein fantastisches Abenteuer. Das ist es, so nennen wir uns“, der wird erahnen können, was ich meine. Letzten Endes überwiegt dann doch das Positive, wenn auch nur leicht. Lange habe ich zwischen 6 und 7 Punkten geschwankt, wusste nicht genau, was ich geben soll, aber jetzt möchte ich mich auf 6 Punkte festlegen. Es ist nämlich ein Film, der eine Menge Spaß macht und auf visueller Ebene auch ein außergewöhnliches Spektakel ist. Und der Fokus liegt ja auch ganz klar auf der Action. Es ist ein Blockbuster. Nur leider ist es eben keine clevere oder durchdachte Star Wars Backstory. Ich fand halt, dass Rogue One, der Vorgänger, um Längen besser war und ein Spektakel auch mit cleverer Backstory verbunden hat. Trotzdem ist Solo ein über weite Strecken unterhaltsamer Blockbuster. So glaube ich nicht, dass jemand dem Geld für die Kinokarte in irgendeiner Weise hinterherweinen wird. Denn ich bin aus dem Kino gegangen und dachte mir, gut, das hätte jetzt auch sehr, sehr viel schlimmer werden können. Angeblich verabschiedet sich Lawrence Kasdan jetzt von Lucasfilm und von Star Wars, jetzt wo er sein Herzensprojekt verwirklicht hat. Damit bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verbeugen und dem Mann zu gratulieren, der uns gemeinsam mit George Lucas 2 wunderbare Star Wars Filme abgeliefert hat. Falls ihr euch jetzt dafür interessiert, wie sich im alten Star Wars Kanon, also in den Legends, Chewie und Han Solo kennengelernt haben, dann checkt doch unbedingt eines unserer letzten Specials. Das war wirklich ein tolles Video. Abonniert unseren Kanal Cinema Strikes Back, wenn ihr mehr Videos, mehr Kritiken, mehr Specials, mehr cooles Zeug von uns sehen wollt mit mir, dem coolsten Moderator in diesem Raum. Und ja, bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Abonnieren und Glocke aktivieren. Dann seid ihr coole Dudes. Möge die Macht mit euch sein.